Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute um Elektromobilität und zwar in verschiedenen Antriebsformen. Ja, wir vergleichen jetzt mal den Hyundai Ioniq 5, momentan wirklich der Superstar, komplett neben Tesla bei den Elektrofahrzeugen. Und dann gibt es natürlich auch noch von Hyundai das Wasserstofffahrzeug, genannt Hyundai Nexo. Und die beiden, die vergleichen wir heute mal von innen, von außen. Wie fahren sie sich? Was ist nach meiner Meinung das beste Antriebskonzept? Die Kosten und. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen. Heute machen wir einen Ausflug in die Elektro-Oberklasse von Hyundai und vergleichen zwei Fahrzeuge, die zwar das gleiche Ziel haben, nämlich zu 100% Elektroantrieb, aber sie haben unterschiedliche Antriebsformen. Der eine kommt batteriebetrieben daher und der andere produziert seinen elektrischen Strom mit Wasserstoffantrieb unter der Haube. Klimaneutral und innovativ kommen beide mit unwahrscheinlichem Know-how. Aber was ist, wenn man mal hinter die Kulissen schaut? Sind beide wirklich so gut? Wer ausführliche Einzelfilme zu den beiden Fahrzeugen sehen möchte, der klickt hier oben links im Bild. Da habe ich euch nochmal weitere Filme zu den Fahrzeugen verlinkt. Der Hyundai Nexo. Als erstes fallen die durchgehende LED-Leiste als Tagfahrlicht und die sich sanft versenkenden Türgriffe auf. Doch ansonsten rollt der Nexo so unauffällig daher wie die meisten seiner SUV-Kollegen. Selbst innen ist beim Nexo alles vertraut. Lenkrad, Startknopf, zwei Pedale. Nur die breite Mittelkonsole mit den Wähltasten für das Fahrprogramm ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dennoch wird jeder, der schon mal ein Automatikauto gesteuert hat, prompt losfahren können. Tadellos zeigen sich auch die Materialien, die Verarbeitung und die Sitzposition. Sogar der Federungskomfort macht ohne adaptive Dämpfer eine gute Figur. Doch das Beste am Hyundai Nexo ist sein lautloser Antrieb. Steigen wir ruhig mal in den Nexo ein und haben natürlich hier komplett Luxus pur. Für den Preis muss natürlich auch Luxus pur mit integriert sein in dieses Fahrzeug. Und was wir feststellen, das ist noch die alte Form von Hyundai, wie man da sagt, mittlerweile beim Ioniq. Der ist ein bisschen jünger, der ist glaube ich jetzt ein Jahr später gekommen als der Nexo. Und da hat man natürlich noch vom Design her so ein bisschen die alte Baureihe hier beim Nexo mit drin, was aber gar nicht mal so schlecht ist. Also hier ist alles dabei, was du benötigst, von den beiden schönen Flatscreens über die ganzen Bedienungselemente hier im Lenkrad und natürlich auch an der Seite in der Konsole und so weiter und so fort. Das Gefühl, wenn du hier drin sitzt, ist einfach schön. Zwischendurch muss natürlich auch noch ein bisschen Werbung sein und dafür vielen lieben Dank an die ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Berlin und Teltow, die mir diese beiden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, und es ist wirklich total schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Einfach nur anrufen, schon wird alles bereitgestellt. Ja, ist kein Problem, machen wir. Ja, wir haben Zeit dafür, finde ich echt super. Wenn ihr in Berlin-Brandenburg beheimatet seid und einen Hyundai kaufen möchtet, egal ob ganz klein oder vielleicht ganz groß, dann meldet euch doch mal bei der ASL Lichtblau GmbH. Die haben bestimmt eine gute Beratung für euch und die helfen euch natürlich auch weiter. Und jetzt Werbung Ende. Vielen Dank. Wie jedes andere elektrische angetriebene Auto kommt auch der Hyundai Nexo ohne Motorengeräusche und ruckelnde Schaltvorgänge aus. Seine E-Maschinen an der Vorderachse bringt es auf 163 PS und 395 Newtonmetern. Den Sprint auf Tempo 100 erledigt der 4,67 Meter lange Koreaner in knapp 9 Sekunden. Und weil er auf der Autobahn mehr als 170 km/h schafft, ist er natürlich als Reisewagen ideal qualifiziert. Viel leichter als ein batterieelektrisches Auto ist er jedoch nicht. Schließlich wiegt die Tankanlage mit den 3 Hochdruck-Sicherheitstanks unterm Kofferraum allein 125 Kilogramm. Der kräftig zupackende Antrieb kaschiert die 1848 Kilogramm Leergewicht aber wirkungsvoll. Außerdem kann es bisher kein mobiler Lithium-Ionen-Akku mit der Kapazität von gut 6 Kilogramm Wasserstoff aufnehmen. Rechnerisch stecken nämlich 33,3 Kilowattstunden in jedem Kilo des komprimierten Gases. Und das wird innerhalb weniger Minuten an einer Wasserstofftankstelle für ca. 9,50 € je Kilogramm nachgefüllt. Auch wenn der Nexo im Unterboden noch eine Pufferbatterie für Leistungsspitzen und Rekuperationsenergie versteckt, aufladen kann und muss man ihn nicht. Das Kofferraumvolumen oder die Variabilität werden von der Technik nicht eingeschränkt. Das Heck nimmt es mit 461 bis 1466 Litern Gepäck auf und die gesamte Brennstoffzellentechnik, die versteckt sich dagegen unter der vorderen Haube.
Diese ist mit der E-Machine etwa so groß wie ein konventioneller Verbrennungsmotor samt Automatikgetriebe. Doch statt einer dynamischen Verbrennung findet in der Brennstoffzelle eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff statt. Dabei entstehen Wasser und elektrischer Strom. Liefe die Zelle auf voller Last, könnte sie dauerhaft 95 kW erzeugen. Stattdessen wird sie aber je nach Leistungsanforderungen von einer aufwendigen Elektronik reguliert. Das passiert für den Fahrer völlig unbemerkt und schränkt das schnelle Ansprechverhalten des Motors an keiner Stelle ein. Nur der Verbrauch des Wasserstoffs, der hängt natürlich auch wie beim Verbrennungsmotor stark von der Stellung des Gaspedals ab. Im Durchschnitt verlangt der Hyundai Nexo gut nach einem Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Mit einer kompletten Füllung käme man dann im Alltag 600 Kilometer weit. Und dann steigen wir natürlich auch mal in den Ioniq 5 ein und sehen hier ein ganz anderes Konzept von der Bedienung her. Hier ist keine dicke, fette Mittelkonsole. Hier beschränkt sich alles komplett auf das Pad zur Bedienung. Ein paar Knöpfe gibt es zwar auch noch, aber die sind wirklich hier sehr rar. Du kannst mit der Hand direkt hier reingreifen. Du hast Platz. Das ist ein ganz anderes Innenraumkonzept als beim Nexo. Ich glaube, beim Nexo ist es auch ein bisschen mehr Retro. Der ist ja nur auch schon ein Jahr älter als hier quasi der Hyundai Ioniq 5. Und da gab es noch viele Knöpfe und vielleicht auch Retro-Bedingungen, die da geherrscht haben. Vielleicht das neue Konzept von Hyundai noch nicht so direkt durchgedrungen. Aber hier, wie gesagt, spartanisch, aber natürlich auch komplett multifunktionell bedienbar. Alles über das Pad. Und der Innenraum hier im Ioniq 5, der macht einfach so, naja, du hast so Platz. Du wirst hier nicht gedrängt, sondern du bist einfach so ein bisschen freier hier direkt beim Fahren. Langweilig sieht der Ioniq 5 auf keinen Fall aus, weder von vorne, noch von der Seite, noch von hinten. Hyundais Designer setzen in allen Ansichten auf klare Linien und nüchterne geometrische Formen. Selbst bei den Scheinwerfern und ihren Parametric Pixels aus der digitalen Bildumgebung, diese Nüchternheit, die ist eine erfrischende Abwechslung wie viele der Details. Zwei Glanzlichter von vielen, zum einen die Clamshell-Motorhaube, die sich seitlich über die Kotflügel bis hin zu den Radhäusern ausragt und diese wie eine Muschelschale umschließt. Zum anderen die optionalen 20 Zoll Felgen im Diamantdesign. Sie sind schnittig und besonders aerodynamisch und genauso sehen sie aus. Das geometrisch reduzierte Design setzt sich innen fort und ergänzt um zahlreiche praktische Lösungen. Ein Beispiel ist die gleitende Mittelkonsole, die sich in Richtung der Rücksitze verschieben lässt. Ein anderes die um fast 14 cm verschiebbare Rückbank. Die Komfort-Vordersitze des Ioniq 5 lassen sich dann bei einer kurzen Pause in bequeme Liegestühle verwandeln. Möglich ist das auch dank der außergewöhnlich großzügigen Platzverhältnisse. Hyundais Lösung vom Innenraum als Wohnraum passt in dieser Hinsicht perfekt. Das ab Werk installierte breitformatige Cockpit, die gut 12 Zoll großen Digitalinstrumente und der ebenso große Touchscreen verbinden sich zu einer Einheit, die optisch etwas gewöhnungsbedürftig aussieht. Anders die hochwertigen Materialien. Sie wurden von Hyundai auch mit Bedacht auf mehr Nachhaltigkeit ausgewählt, etwa in Form von Materialien, die auf Bio-Zuckerrohr als Rohstoff setzen. Der modulare Charakter der eGMP erlaubt es Hyundai, diesen Beweis im Ioniq 5 anhand von 4 Antriebskombinationen mit 2 Batteriekapazitäten zu erbringen. Die 58 Kilowattstunden Batterie kann mit einem 170 PS und 350 Newtonmeter starkem Elektromotor an der Hinterachse zusammenarbeiten. Oder jeweils in einer E-Maschine an den Achsen mit einer Gesamtleistung von 235 PS und 605 Newtonmetern. Den fast 73 Kilowattstunden großen Akku gibt es in Verbindung mit einer 217 PS bzw. 350 Newtonmeter starken Maschine im Heck oder einer Allradvariante mit 2 Elektromotoren und einer Leistung von 305 PS mit 605 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit regelt Hyundai stets bei 185 km/h ab. Die Fahrleistungen sind bei den 4 Varianten dynamisch bis sportlich. Der 0 auf 100 Antritt dauert zwischen 8,5 und 5,2 Sekunden. Kommen wir jetzt zu den Unterschieden und den jeweiligen Kosten der Fahrzeuge. Wenn man sich die Gesamtkosten beim Hyundai Nexo anschaut, dann ist das natürlich schon mal ein großer finanzieller Aufwand, die Wasserstofftankstellen überhaupt zu errichten. Eine Wasserstofftankstelle hat momentan einen Kostenfaktor von ca. 1 Million Euro. Weiterhin ist das Tankstellennetz nicht so weitreichend ausgebaut wie beim reinen Elektroantrieb. Obwohl Deutschland einer der best ausgebautesten Netze in Europa hat, sind rund 130 momentane Wasserstofftankstellen im Jahr 2021
nicht ausreichend für eine perfekte Infrastruktur. Und diese findet man dann auch nur ausreichend in Ballungszentren und Großstädten. Der Preis für 1 Kilogramm Wasserstoff beträgt aktuell 9,50 €. Das ist fast doppelt so viel wie beim Tanken für das Elektrofahrzeug, wenn man die Kilowattstunden umrechnet in Wasserstoff. Vorteile dieser Technologie sind aktuell noch die hohe Reichweite von knapp 600 Kilometern und der Zustand, dass man an der Tankstelle nur 5 bis 6 Minuten für den Tankvorgang benötigt. Das ist natürlich gegenüber dem normalen E-Auto erheblich weniger Wartezeit. Der nächste Vorteil ist natürlich der Verbrauch beim schnelleren Fahren, zum Beispiel auf der Autobahn, der nicht so hoch ansteigt wie bei Elektrofahrzeugen. Somit werden wir wieder bei der guten Reichweite von Wasserstoffantrieben. Auch die Preisstabilität an der Tanksäule ist hier besser, während die tankbare Elektroenergie mit Grundgebühren und Preisunterschieden von den Kilowattstunden an der Ladesäule unterschiedlich sehr schwanken kann. Der große Pluspunkt beim Elektroauto ist natürlich der Fakt, dass Strom an jeder Steckdose erhältlich ist. So kann man sein Auto flexibel und fast zu jeder Zeit an verfügbaren Stromquellen laden. Die Infrastruktur von Ladesäulen ist gegenüber den Wasserstofftankstellen auch enorm gestiegen und man hat hierzulande mittlerweile kaum Probleme, sein Fahrzeug ausreichend zu laden. Wer nicht über heimische Lademöglichkeiten verfügt, der muss aber auch enorm planen, denn die hohen Wartezeiten beim Ladevorgang sind immer noch das größte Manko dieser Antriebsform. Einfach mal schnell tanken und weiterfahren ist leider noch nicht möglich. Letztlich spielt natürlich auch der Kaufpreis des E-Autos eine riesengroße Rolle und hier ist das Wasserstofffahrzeug aufgrund der geringen Lobby und der Infrastruktur erheblich im Nachteil. Wenn wir den voll ausgestatteten Ioniq 5 nehmen, dann kostet der ca. 65.000 €. Die vergleichbare Ausstattung beim Hyundai Nexo, das Wasserstofffahrzeug, ist hier bei 80.000 €, also deutlich höher. Wenn ich mir jetzt ein Auto aussuchen dürfte, dann würde ich definitiv den Ioniq 5 nehmen, weil der Nexo ist mir einfach schon zu alt. Ja, das heißt zu klobig, so vom Innenraum mit diesen ganzen Knöpfen. Es ist zwar eine schöne Geschichte, ich drücke auch gerne Knöpfe, aber vom Prinzip her ist es auch so, dass jetzt die Reichweiten über die Elektromobilität erreicht werden. 82.000 € für den Hyundai Nexo. Natürlich mit allem Pipapo ist eine Menge Geld. Für 65.000 € kriegst du hier im Hyundai Allrad im kompletten Stil, hast du alles, was du brauchst und hast natürlich auch schon Reichweite, die jetzt so fast an den Nexo ranreicht. Das Einzige, was beim Nexo wunderbar ist, ist natürlich das Tankkonzept. Du hast eine Tankstelle, du hast eine Karte, du hast eine Säule, die immer wieder funktioniert. Du musst dich nicht bei 100.000 Apps anmelden, du musst nicht 400.000 Karten mithaben, damit du überhaupt laden kannst. Du hast kaum Ladeangst, weil das Netz mittlerweile für Wasserstoff in Deutschland schon sehr gut ist, was die Tankstellen betrifft, und das wird auch noch ausgebaut. Aber wie gesagt, so vom Bedienkonzept, von der Größe, von der Modernität her, es ist einfach ein geiles Auto, wirklich der Ioniq 5. Ich würde in den Ioniq 5 einsteigen und schade, dass der Nexo hat ein schönes Konzept, aber wie gesagt, nicht meins. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei den nächsten Videos. Schaut mal wieder bei meinem Kanal vorbei, abonniert ihn, wenn ihr Lust, Zeit und Laune habt, und sehr gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.